Heute möchte ich euch auf eine spannende Reise mitnehmen. Wir fahren mit 4 verschiedenen Zügen in 4 verschiedenen ersten Klassen von Nordhannover bis nach Den Haag in den Niederlanden. Den Haag liegt tatsächlich am westlichsten Punkt von Holland. Seid gespannt, was ich so erlebe. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute was ganz Besonderes vorbereitet. Wir werden mit 4 verschiedenen Zügen fahren und jeweils in der ersten Klasse. Wir fahren von Neustadt nach Den Haag in den Niederlanden. Ja, das ist schon eine ordentliche Strecke und ich bin gespannt, ob alles klappt. Jetzt stehe ich gerade in Neustadt am Bahnhof und jetzt zeige ich euch, wo wir erstmal hingehen. Und hier ist der Bahnhof von Neustadt. Da ist das Gleis. Ach, da kommt gerade ein Zug. Ein Güterzug. Da sind wir auch schon am Bahnsteig angekommen. Da ist unser Zug und vorne links sehen wir die erste Klasse. Das ist ein Doppeldecker. So sieht es hier aus. Der erste Zug ist ein Regionalexpress. Der kommt aus dem hohen Norden von Norddeichmole. Das ist an der Nordsee. Hier kommt natürlich noch ein Überblick, von wo nach wo unsere Route heute geht. Wir starten in Neustadt am Rübenberge, das liegt im Norden von Hannover. Dann geht es weiter, nur 20 Minuten nach Hannover zum Hauptbahnhof. Und in Hannover, am Hauptbahnhof, steigen wir dann in ein ICE und fahren weiter in den Westen nach Osnabrück. In Osnabrück nehmen wir dann eine Eurobahn und fahren schon mal nach Holland. In Holland steigen wir in Hengelo um. Von Hengelo aus brauchen wir noch knapp 2 Stunden und nehmen dazu einen holländischen Intercity und auch den nehmen wir in der ersten Klasse bis zum Endpunkt nach Den Haag. Da kommt unser Zug. Ein schöner, großer Regionalexpress Doppeldecker. Unser erste Klasseabteil ist ganz hinten. Oh, perfekt. Hinein mit uns. Oh, das Ding ist voll. Das gibt es ja nicht. Es ist jetzt 10:17 Uhr und der Regionalexpress ist komplett voll in der ersten Klasse, aber die haben auch nur eine halbe erste Klasse. So heißen, wir sind jetzt oben und unten ist zweite Klasse. Aber ich kann euch noch den Sitz zeigen. So sieht der Sitz aus. Ein bisschen Leder und nichts weiter. Keine Einstellmöglichkeiten, aber irgendwo müssen hier Steckdosen sein. Da ist die Steckdose, sehr praktisch. Wir haben auch noch eine kleine Sonnenblende, aber die machen wir jetzt nicht runter. Es ist sowieso dunkel draußen. Einen kleinen Tisch haben wir auch, aber den klappen wir jetzt weg. Und schaut mal, wie viel Platz ich habe. Ich kann mich komplett lang machen. Wir fahren jetzt gerade mal 17 Minuten und dann sind wir schon in Hannover. Es ist ja noch recht früh und ich habe noch gar keinen Kaffee getrunken. Aber ich habe natürlich den guten Schüttelkaffee dabei, ne? Prost auf eine schöne lange Zugfahrt nach Den Haag. Sehr lecker. Hannover Hauptbahnhof haben wir jetzt erreicht. Es ist super voll. Aber jetzt gehen wir zum ICE. Da ist es bestimmt leerer. Auf zu Gleis 12. Wir haben ja Urlaub, deswegen dürfen wir faul sein und die Rolltreppe nehmen.
sehe unseren Zug schon angeschlagen. Gucken, ob ich auch richtig liege. Ja, das ist er. Wir möchten zu Waggon 12, weil da ist nämlich die erste Klasse. Und wir stehen gerade in Abschnitt B. Ein weiter Fußmarsch von Abschnitt B in Abschnitt G. Aber ist ja schon mal spannend zu sehen, dass unser Zug auch pünktlich sein soll. Der Regionalexpress war auf die Minute genau pünktlich. Ich habe dieses Mal keinen Sitzplatz reserviert, weil ich vorher in die Reservierungsleiste geguckt habe, in der Deutschen Bahn-App. Und da sollen sogar ein paar Sechserabteile in Waggon 12 in der ersten Klasse frei sein. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht haben wir Glück und haben ein Sechserabteil für uns alleine. Das wäre cool. Ja, wir sind jetzt bereits in Abschnitt E und ihr seht, hier sind nicht mehr so viele Leute. Also die Chancen werden immer besser. Abschnitt G ist sehr einsam. Hier ist niemand. Okay, 2 Leute, aber die zählen nicht. Jetzt gucken wir uns doch einmal um. Da ist der Bahnhof und hier fährt der Intercity 2 raus. Da. Ja, spannende Frage. Möchtet ihr darüber ein Video sehen? Falls ja, mache ich gerne eins. Ich nenne den Zug vorsichtig umlackierter Regionalexpress, weil für mich ist das kein Intercity. Da kommt unser ICE. Es scheint ein ICE 1 oder ein ICE 2 zu sein. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, welches Modell es ist. Ich weiß das nicht genau. So, Waggon 12 hätten wir gerne. 14 und hier ist 12. So zählt man heute. 13 gibt es nicht. Und hinein mit uns. Erste Klasse. Yeah. Werden wir ein eigenes Abteil haben? Nein. Yes. Oh, geh auf. Haha. Wir haben unser eigenes Abteil. Perfekt. Yeah. Besser geht's nicht. Yes. Wir haben ein Sechserabteil nur für uns alleine. Besser geht's nicht. Schauen wir uns mal um. Ja, die kleinen Ledersitze, die kennt ihr ja wahrscheinlich schon, ne? Die habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Dann gibt es hier noch eine Sonnenblende. Aber es ist so dunkel, die machen wir gleich wieder hoch. Licht geht auch, sehr schön. Da ist ein Spiegel. Hallo. Und hier gibt es noch mehr Plätze. Und ich meine, jeder Sitz hat auch eine eigene Steckdose. Wo ist sie denn? Ach, da, in der Mitte, da ist sie. Sehr gut. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Licht. Geht das Licht an? Nein. Aber es hätte ja gehen können. Haben wir noch Gepäckablagen. Schön. Werfen wir mal einen Blick auf den Gang. Oh, ist ein bisschen was los, aber nicht bei uns. Ja, jetzt haben wir den Zug erreicht. Wunderbar. Sechserabteil für uns 2 alleine. Und ja, stoßen wir doch erstmal an. Ne? Hier, ich habe irgendwas von Aldi hier. Wodka, Energy. Probieren wir mal. Oh, lecker. Zaranov. Aber es ist jetzt schon 11 Uhr und wir sind seit früh morgens auf den Beinen. Jetzt müssen wir mal Mittagessen. Schaut mal, was es gibt. Schaut mal. Das ist noch von gestern alles übrig geblieben. Die Pizzen waren ein bisschen zu groß und die sind mit Käserand. Mega geil. Aber wir wollen uns ja auch noch die Hände vorher waschen. Das ist aus Italien, aus meinem Lieblingszug, dem Frecciarossa 500. Und ich habe auch über diesen Zug schon ein Video gemacht. Und das seht ihr oben links. Schaut doch da mal rein. Nach diesem Video natürlich.
Jetzt bin ich gut gestärkt. Zeit für Arbeit. Jetzt wollen wir uns mal das Onboard WLAN-Portal anschauen. Im letzten ICE, wo ich war, konnte man leider nicht über das Portal bestellen. Mal gucken, wie es jetzt ist. So, los geht's. Einmal anmelden, bitte. Das war's schon? Okay. Ja, wie kommen wir denn jetzt zurück? Ich gebe einfach mal Wi-Fi und ICE ein. Und dann kommt ICE-Portal. Ist das unser ICE-Portal? Ja, da kommt es. Und jetzt wollen wir mal sehen. Aha. Hier. Wir fahren nicht ganz so weit. Wir fahren nur bis nach Osnabrück. Weil dann geht es ja weiter mit einer Eurobahn. Ich mag am liebsten die Karte. Die ist schön. Gucken wir mal. Jo, die Karte funktioniert. Und die Geschwindigkeit sieht auch gut aus. 161 km/h. Ist jetzt keine schnelle Strecke, auf der wir fahren. Wir wollen jetzt aber gerne irgendetwas kaufen. Geht das denn? Wo sehen wir es? Da, digital bestellen in der 1. Klasse. Ha! Ja, geil. Alles funktioniert. Tja, ich hätte gern was bestellt, aber wir haben ja so viel Futter und Getränke schon dabei. Naja, dann mache ich das beim nächsten Mal, wenn ich ICE fahre. Internet funktioniert sehr gut. Ach, jetzt habe ich doch einen Auftrag bekommen. Ich soll einen Kaffee bestellen. Machen wir doch mal. Heißgetränke, Filterkaffee, Filterkaffee mit Oatly, Kaffee löslich, Kaffeecrema. Ja, jetzt habe ich mir mal die Kaffeespezialität angeschaut. Es gibt Kaffeecrema oder Kaffee mit Milch, aber nicht mit echter Milch. Es gibt es nur mit Hafermilch. Ja, ich bestelle das jetzt mal mit Hafermilch. Welche Größe wollen wir denn? Wir wollen gerne den normalen hier. So, jetzt habe ich das dem Warenkorb hinzugefügt. Jetzt möchte ich gerne... Wo ist denn mein Warenkorb? Klicke ich mal drauf. Ich möchte jetzt gerne bezahlen. Wo sind wir? Wagen Nummer 12. Jetzt weiß ich nicht, auf welchem Sitzplatz ich bin. Moment, ich schau mal. Platz Nummer 96 und aussteigen Osnabrück. Klick und Bestellung. Oh, unsere Bestellung wird geprüft. Na, lassen wir uns mal überraschen. Und schließen. Zack. Also, der alte ICE ist echt mein Favorit. Ja, wir haben das 6er-Abteil und WLAN funktioniert, Bordbistro funktioniert, online bestellen übers WLAN funktioniert. Der Zug ist ruhig. Ganz toll, freue ich mich. Geil. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen den Sitz an. Ja. Klassisch. Da sind noch 2 Sitze. Ich habe da noch eine kleine Verstellmöglichkeit gefunden. So, was macht der hier? Nichts. Okay, zweiter Versuch. Man muss ganz doll nach vorne rutschen. Und jetzt seht ihr, ich bin ein bisschen tiefer. Das ist die maximale Tiefe. Ist schon sehr bequem. Und guck mal, wie lange ich mich machen kann. Ich liege. Ja, 6er-Abteil ist das Beste. Leider sterben sie aus. Sehr schade. Wir haben jetzt unseren Kaffee-Crema bekommen. Ja, Kaffee-Crema, habe ich gerade gelernt, ist bei der Deutschen Bahn nicht ein Kaffee mit irgendeinem Milchschaum oder sowas. Das ist ein Kaffee mit eigenen Cremabohnen. Der wird also frisch gemahlen. Im Gegensatz zu dem Filterkaffee haben wir hier jetzt einen frisch aufgebrühten und frisch gemahlenen Kaffee. Und hier ist noch ein bisschen Milch. In der Anzeige ist es so ein bisschen kompliziert. Da wird gezeigt, dass wir Hafermilch haben. Aber wir kriegen natürlich auch echte Kuhmilch. Die Hafermilch ist so zu Werbemaßnahmen, dass die Leute sehen, oh, richtig geil, Hafermilch. Ne? Ja, gleich probieren wir den Kaffee mal. Er ist kochend heiß. Jetzt wurde der Kaffee angemischt. Mit ganz viel Milch. Oh, der ist lecker.
Ich bin zwar jetzt nicht der große Kaffeetrinker, aber das schmeckt sehr gut. 3,80 € ist ein stolzer Preis, aber ist okay. Wurde ja auch geliefert. Und der Herr, der uns den Kaffee gebracht hat, war super freundlich. Top Deutsche Bahn, sehr gut. Wir fahren schön im Schneckentempo und ja, unser Zug hat mittlerweile doch die erste Verspätung eingefahren. Wir kommen ungefähr 5 bis 6 Minuten später an. Aber unsere Eurobahn im Anschluss hat angeblich auch 5 bis 6 Minuten Verspätung. Mal gucken, was wird. Es ist Zeit zum Aussteigen. Unser Zug fährt jetzt noch weiter bis nach Köln. Aber wir sind in Osnabrück und steigen gleich um. Also das war eine richtig geile ICE-Fahrt. Wir sind zwar minimal zu spät, wir haben 3 Minuten Verspätung, aber Service war super, Waggon war sauber, erste Klasseabteil mit 6 Plätzen für uns alleine, richtig super. Ja, und jetzt geht's raus. Gäste, wir erreichen Osnabrück Hauptbahnhof mit in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Vielen Dank für Reise in ICE der Deutschen Bahn. Na, Knopf werde grün. Wird nicht grün. Und ab in den Regen. Oh nein. Uah. Na, hier ist es aber nass. Da ist schon eine Eurobahn. Womöglich ist das unsere, aber unsere Bahn soll eigentlich total Verspätung haben. Mal schauen. Gleis 12 brauchen wir. Dort geht's runter. Oh. Irgendwo ist da hinten 11 und 12. Müssen wir wieder hoch. Aha. Seht ihr es? Ach, hier geht's noch mal runter. Na dann mal los. Einmal zu Gleis 12, bitte. Noch sind wir richtig. Aha, was kommt jetzt hier? So sieht's hier aus. Aha. Also hier ist Gleis 11 links und hier geht's noch mal rechts hoch zu Gleis 12. Mann, ist das kompliziert. Ach, doch nicht hoch. Hier geht's lang. Jetzt stehen wir wieder an einem Gleis. Mann, ist das ein Durcheinander hier in dem Bahnhof. Mal gucken, wie die Eurobahn ist. Ich bin bisher noch nie Eurobahn gefahren. Sie soll Verspätung haben. Mal gucken, da ist die Tafel. Da ist unsere Eurobahn. Wird auch RB genannt. Wir fahren jetzt komplett durch bis nach Hengelo. Schauen wir uns einmal um. Osnabrück. Und da sind wir irgendwo hergekommen. Sehr seltsames Konstrukt. Da kommt unsere Eurobahn. Und es ist die richtige nach Hengelo. Yay. Wir müssen nach ganz vorne. Natürlich ist die erste Klasse ganz vorne und wir dürfen einmal den ganzen Zug lang laufen. Wer hätte das erwartet? Da ist die erste Klasse. Nun sitzen wir in der Eurobahn. Die ist voll bis oben hin. Aber in der ersten Klasse ist noch gut Platz. Und jetzt schauen wir uns mal die Sitze an. Ganz klassisch, 2x2.
mit einer kleinen Trennlehne. Und pass mal auf, hier unten ist auch noch eine Steckdose. Und das in der Regionalbahn. Oh, steinhart, nicht sehr gemütlich. Und noch eine Lehne. Ja, den Kopf kann man nicht verstellen, aber reicht. Wir sitzen hier drin ja nur eine Stunde. Das lässt sich gut aushalten. Und es ist sehr leise. Ist okay. So sieht es hier aus. Da. Ich habe noch eine Steckdose gefunden. Also hat jeder Sitz in der ersten Klasse tatsächlich eine Steckdose. Und einen kleinen Tisch gibt es auch. Anscheinend darf man in der Eurobahn sogar Alkohol trinken. Ich habe noch das hier. Schmeckt gut. Prost! Ich habe noch ein tolles Feature gefunden. Die erste Klasse hat eine verschließbare Tür. Und man hört gar nichts von der zweiten Klasse. Und der Zug ist halt richtig voll. Ist ja richtig flott, unsere kleine Eurobahn. Schaut mal. Vielleicht kann ich die Geschwindigkeit ermitteln. Die Landschaft hier um Osnabrück ist sehr schön. Und die kleine Eurobahn fährt ja, um die 150, 160 km/h. Das geht schon. Und wie ihr merkt, ist sie sehr ruhig und sehr leise. Ich habe die Kamera jetzt mal hingestellt und ja, ihr seht, sie wackelt eigentlich gar nicht. Nicht schlecht, sehr angenehm. Eigentlich wollte ich ja nach Den Haag, um baden zu gehen im Meer, aber irgendwie sieht es gerade nicht so danach aus. Da kommt aber viel Regen runter. Also, falls ihr kein Datenvolumen mit eurem Handy habt, dann ist das echt Unglück, weil hier in der Eurobahn gibt es leider kein WLAN. Was mir auch noch fehlt ist, hier in der ersten Klasse gibt es keine Anzeigetafel. Wir wissen niemals, wo wir sind. Die Anzeigetafel ist im Vorraum, aber da können wir nicht hingucken. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist die Fahrt bisher sehr gemütlich und sehr ruhig. Guckt mal, eine alte Dampflok. Wir sind gerade in Salzbergen. Und noch eine Kirche. Wir sind jetzt in Bad Bentheim und das ist der letzte Halt vor der Grenze. Und wir sollten hier eigentlich 5 Minuten Aufenthalt haben und dann geht's nach Holland. Früher bin ich hier oft mit dem Intercity lang gefahren und der Intercity hat hier dann 10 Minuten Aufenthalt gehabt und hat eine holländische Lok bekommen. Unser kleiner Zug hier kriegt aber keine holländische Lok, weil der wahrscheinlich mit allen Oberleitungen arbeiten kann. Ja, Wetter ist jetzt nicht so berauschend, aber wir haben ja noch ein bisschen Fahrt vor uns bis nach Den Haag. Jetzt habe ich auch gefunden, wer denn diesen Wagen gebaut hat. Es ist Stadler aus Berlin. Bestimmt weiß jemand von euch, in was für einem Zugtyp wir überhaupt sind. Ich weiß es leider nicht, steht ja nirgendwo dran. Außer, dass der von Stadler gebaut wurde. Hier ist ein kleiner Überblick über die zweite Klasse. Die Sitze sind tatsächlich die gleichen wie in der ersten Klasse. Wir haben hier eine spannende Dachrinne. Ich glaube, so muss das sein, nicht wahr? Leider habe ich noch was zu bemängeln. Dieser Zug hat eigentlich 2 Toiletten je Wagen. Zurzeit hat er gar keine. Das eine Klo läuft über und das andere Klo, bei dem geht die Tür nicht auf. Daumen runter, das muss nicht sein. Das kann man doch bestimmt reparieren. Wir sind jetzt schon in Holland und wie ihr sehen könnt, ist hier nicht viel. Es ist einfach schön grün und ganz ruhig und vereinzelt sind ein paar kleine Häuser zu sehen. Ja, hier kann man sich doch wohl gut erholen.
Wow. Ah, hier ist ja was los. Wollen alle nach Deutschland. Jetzt sind wir angekommen in Hengelo. Da ist das Schild. Hengelo, yeah! Wir sind jetzt auf Gleis 11 angekommen und wir müssen zu Gleis 2a. Da geht der Zug zurück. Nochmal ein kleiner Blick auf die Bahn. Meine Güte, so viele Leute passen da rein, Wahnsinn. Eurobahn war okay, aber halt nichts Besonderes. Ist halt in dem Sinne eine Regionalbahn. Ja, die Sitze in der ersten Klasse waren genau die gleichen wie in der zweiten Klasse und es war sogar 2x2 Bestuhlung. Also einen wirklichen Vorteil hatte man da jetzt nicht. Aber ja, ließ sich aushalten, war schön ruhig, waren nicht so viele Leute in der ersten Klasse. Okay. Hier ist noch eine ganze Masse an Leuten. Aber wir müssen jetzt irgendwie Gleis 2a finden. Mal gucken, wo das ist. Ich sehe Gleis 3. Ach, das ist ja praktisch. Gleis 2a ist genau auf dem gleichen Bahnsteig. Aber unser Zug wird halt noch nicht angezeigt. Weil wir wollen ja nach Den Haag und nicht nach Zwolle. Von dort ganz hinten sind wir gekommen. Und so sieht es hier aus. Hier auf der rechten Seite, da ist schon ein Intercity. Mal gucken, welches Modell wir bekommen. Weil die Holländer haben auch Doppeldecker als Intercities. Hengelo! Yay! Mann, ist das ein Riesenbahnsteig. Da ist unser Zug. In 3 Minuten fährt er los. Scheint super pünktlich zu sein. Da kommt unser Zug. Ah, zweite Klasse. Ja. Dann müssen wir mal die erste Klasse suchen. Die ist bestimmt in der Mitte. Ja, da sieht's gut aus. Da ist die erste Klasse. Oh, das scheinen Abteile zu sein. Sau cool. Aha, was sind das denn für Abteile hier? Dann nehmen wir mal das hier. Schön. Das ist ja ein Großraumabteil. Aber hier ist eine Glasscheibe zwischen. So sieht die erste Klasse in einem holländischen Intercity aus. Oh, haben wir hier auch irgendwelche Technik? Bisher sehe ich noch nichts. Das Einzige, was ich an Technik sehe, ist ein Mülleimer. Ist hier irgendwas? Ne, da kann man nur den Sitz minimal nach vorne ziehen. Das ist das Einzige. Steckdosen? Nö. Nee. Hier ist ein Licht, was funktioniert, okay. Und ansonsten ist hier nicht viel, was man zeigen kann. Das ist ja schwach. Genügend Beinfreiheit habe ich ja, ne? Auch wenn es sehr eng aussieht. Die Sitze sind dennoch sehr weich. Ja, hier fühlt man es. Sie sind sehr weich. Der Kopf ist auch gut gepolstert. Ja, ist jetzt eine erste Klasse, aber irgendwie Medium, ne? Gerade sind hier keine Leute drin, das ist sehr angenehm. Und ja, wir fahren jetzt 2 Stunden nach Den Haag. Der Betreiber von diesen Zügen heißt NS, Nederlandse Spoorwegen. Das heißt so viel wie holländische Eisenbahn. Hey! Ja, 2 Stunden wie gesagt, noch bis Den Haag. Und ja, jetzt lassen wir es uns hier gut gehen.
Ich habe mich schon gefreut, dass die Türen zugehen. Aber guck mal, wie sehr sie zugehen. Da ist ein Spalt. Anscheinend gibt es hier WLAN im Zug. Klicken wir doch mal drauf. Verbindung wird zugestellt. Okay. Im Netzwerk anmelden. Nicht gesichert. Nochmal draufklicken. Es lädt, es lädt, es lädt. Passiert nicht so viel. Na, warten wir mal ab. Jetzt habe ich es bis ins Portal geschafft. Man sieht hier die Reise, wo wir dann noch lang fahren. Wir wollen ja bis nach Den Haag. Das ist da unten. Und Internet scheint es auch zu geben. Gratis Internet im Zug. Ich ga akkoord met de voorwaarden heißt, ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Jetzt sollte ich Internet haben. Hey, funktioniert. Also dieser Zug ist echt ungemütlich. Man fühlt sich hier kalt, es ist nicht schön, es ist alt. Naja, 2 Stunden sind eine kurze Zeit, aber ist schon ein großer Unterschied zu unserem deutschen ICE oder zu unseren deutschen Intercity-Zügen. Aber ich feiere trotzdem die Zugfahrt und hier habe ich irgendein Spezialbier. Mal gucken, wie es schmeckt. Hier ist gut. Ich habe ja noch ein bisschen was zu essen, aber ich muss mir vorher die Hände waschen. Und ich habe hier tatsächlich noch Reinigungstücher aus dem Glacier Express. Mit dem bin ich nämlich auch mal gefahren in der Excellence Class. Und ja, damit desinfiziere ich mir jetzt mal die Hände. Gibt ja noch Pizza. Schaut mal, es ist jetzt 14:30 Uhr und es ist dunkel. Ich glaube, heute wird das nichts mit Baden am Strand in Den Haag. Wow, man sieht gar nichts. Schade, ich hätte so gerne rausgeguckt. Jetzt wollen wir doch mal einen Speedtest machen, ne? Klick. Oh, der Zug wackelt so. Ich kann gar nicht stehen. Wow, fast 1 Mbit. Wow. Ja, ich würde sagen, 4K-Videos funktionieren hier besonders gut. Wow, das ist schwach. Ein kleines Highlight habe ich noch gefunden. Ein Flaschentisch, sage ich mal. Und so sieht er eingeklappt aus. Ich habe mal die Geschwindigkeit von unserem Zug gemessen, also per GPS. Und irgendwie komme ich nur auf 130 oder 140 km/h. Fahren die Züge hier echt so langsam? Wisst ihr darüber mehr? Falls ja, bitte klärt mich doch auf und schreibt mir das in die Kommentare. Danke. Ich möchte euch noch zeigen, wie ich die Fahrt gebucht habe. Na, wo ist das Ticket? Steht der Preis. 61,60 €. Ein super Sparpreis und mit einer Bahncard 25 bzw. 2 Bahncard 25. 61,60 € für 4 Züge, 4-mal erste Klasse, für diese lange Strecke. Wir sind ja einmal quer durch Holland gefahren und ja, das ist eine Wahnsinnsstrecke. Mit dem Auto braucht man da bestimmt 7-8 Stunden, weil in Holland darf man meistens nur noch 100, maximal 130 fahren. Und ja, 61,60 € für 2 Personen ist schon ein Witz. Top-Preis. Also so sehen 130 km/h in dem holländischen Intercity aus. In dem guten Koploper. Es wirkt gigantisch schnell, aber 130 ist echt lahm. Aber guckt mal, wie schön es draußen ist. Alles ist grün. Und langsam hört auch der Regen auf. Und es wackelt und wackelt und wackelt. Man wird richtig durchgeschüttelt, obwohl die so langsam sind. Wir fahren jetzt in Utrecht rein. Das ist, glaube ich, einer der größten Bahnhöfe überhaupt in Holland. Vielleicht kann man das ja erkennen. Da ist noch ein Intercity.
Der ist aber kurz. Da kommt er, der Riesenbahnhof. Pah. Das ist mal ein Gleis. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da oben geht man dann ganz quer lang. Ah, das ist Wahnsinn, wie riesig das hier ist. Hier bin ich schon ein paar Mal umgestiegen, ist sogar auch sehr, sehr schön. Ach, wir fahren gerade nicht durch den Bahnhof Utrecht, wir fahren wieder rückwärts zurück. Naja, dann gucken wir uns den Bahnhof nochmal in der Rückwärtsfahrt an. Neben uns ist noch ein neuer Intercity. Der fährt wahrscheinlich geradeaus weiter nach Rotterdam. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, Toilettenreviews zu machen. Aber meine Freundin sagte, die Toiletten hier sind so dreckig, das muss ich gesehen haben. Auf zur Toilette. Auf zum Klo. So sieht die erste Klasse aus. Und jetzt sind wir in der zweiten Klasse. Okay. Wie funktioniert das? Ja. Wow. Na, hier waren aber Künstler am Werk. Hier. Alter Schwede. Das gibt's ja gar nicht. Es ist so laut hier, ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Aber ich muss jetzt mal mir die Hände waschen. Mal gucken, ob es funktioniert. Na? Ah, okay. Seife ist schon mal da. Und jetzt Wasser. Also das funktioniert. Und Lüftung. Yay! Oh, was für ein Sturm. Die Lüftung stinkt nach Klo. Uah. Hier seht ihr nochmal die erste Klasse. So sieht's hier aus. Spoor 11 om 15:58 uur en de sprinter richting Rotterdam Centraal. Spoor 8 om 16:11 uur. Na een korte stop rijden wij nog verder naar onze eindbestemming Den Haag Centraal. Dit is eerst station Gouda. Wir kommen jetzt in Gouda an, oder wie wir Deutschen sagen, Gouda. Da war das erste Gouda-Schild. Ist nicht viel los hier, aber wieder ein Kiosk auf dem Bahnsteig. Genießen wir noch ein bisschen die holländische Landschaft. Wobei Landschaft ist ja hier nicht viel, hier ist ja alles platt. Hier besteht ja alles größtenteils aus Feldern und Grachten. Die Grachten sind kleine Entwässerungskanäle. Wir würden sie, glaube ich, als Bach bezeichnen. Einfahrt in Den Haag. Den Haag Centraal. Ze had hem, dat dacht ik op dat moment nog niet ingezet, maar ja, hij staat al, ja, dat staat ja. Ach, Ja. wir müssen links raus. Nee, dat heb ik uiteindelijk ook even van Angekommen in Den Haag. Jetzt müssen wir irgendwie den Weg rausfinden. Bisher sehe ich hier noch nicht viel. Noch keine Rolltreppe.
Oder da hinten ist das Ende, weil es sieht so aus, als wenn wir hier einen Kopfbahnhof haben. Ja, das war ja mal eine spannende holländische Intercity-Fahrt, oder? Ja, sagt mir doch mal bitte in den Kommentaren, welcher Zug euch am besten gefallen hat. Mein Favorit war natürlich ganz klar das 6er Abteil im alten ICE. Ich gehe noch mit euch raus, weil ich war selber noch nicht hier und ich möchte mal gucken, wie es hier aussieht. Aha, es ist ein Kopfbahnhof. Hier ist es plötzlich vorbei. Wir müssen jetzt unser Hotel finden und das ist genau hier am Ende des Bahnhofes. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch geradeaus laufen. Ah, hier geht's raus. Jetzt muss ich mein Ticket holen, damit wir auch rauskommen. Durch die Ticketkontrolle sind wir jetzt gekommen, kein Problem. Aber man muss immer ein digitales Ticket dabei haben, ansonsten ist das doof. Da kommt man nicht raus. So, wo wollen wir denn hin? Da sind die Straßenbahnen. Ja, jetzt muss ich mich orientieren, das weiß ich jetzt nicht, wo es sein muss. Das Navi sagt, wir müssen links raus. Lassen wir uns mal überraschen, wie es links draußen aussieht. Da geht's raus. Oh. Oh. Nee. Regen. Nun bin ich draußen, gut angekommen in Den Haag. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid doch so freundlich und abonniert meinen Kanal und unterstützt mich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.